Heute zeige ich dir in meiner Anleitung ein Mini-Album im Koffer. So machst du es auf und hier kannst du es rausholen. Es ist auch gleichzeitig ein Leporello-Album. Platz für Bilder, Notizen, als Adventskalender, Reisealbum, wie immer du magst. Was ich dafür verwendet habe und wie ich es gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und es geht weiter in unserer Reihe Demo Doppel. Annalena und ich zeigen Ideen heute zu einer Produktreihe aus dem Mini-Katalog, und zwar Bärenstarke Weihnachten. Ich habe letztens von einer lieben Freundin so ein Bärchengeschenk gekriegt, war genau passend. Hier haben wir uns entschieden, wir arbeiten mit den Produkten aus der Reihe Bärenstarke Weihnachten. Mini-Kataloge zeige ich nur ganz kurz, verlinke ich dann alles in der Beschreibung unter dem Video. Ja, ich habe eigentlich so gut wie alles verwendet und alles hier auf dem Arbeitstisch. Ist eine tolle Reihe. Heute und in der nächsten Folge von Demo Doppel bei Annalena und mir gibt es Ideen zum bärenstarken Weihnachten. Okay, bei mir, ich fange an mit einem Mini-Album im Koffer. Ich habe hier schon mal mehrere Koffer gebastelt und du siehst vielleicht, hier ist eine Schachtel verwendet. Das ist eine Originalschachtel aus dem Katalog, aus dem Sortiment von Stampin' Up. Du kannst es natürlich anpassen und eine eigene Schachtel nehmen, aber ich wollte einfach mal so eine Schachtel verwenden. Ich hole die hier auch schon mal auf dem Arbeitstisch. Heißt Geschenkkartenschachtel mit Wellenkarte, mit Wellenkante natürlich. Und hier ist so eine Einlage, da kann deine Geschenkkarte rein. Ich habe die beiseite gelegt, die Einlage, und verwende Tatsache nur diese Schachtel. Finde ich schön stabil und dachte, warum denn mal nicht so eine Schachtel verwenden und zu einem anderen Projekt zusammenbauen. Ja, ein Koffer ist entstanden. Das Ganze, habe schon gesagt, wofür du es alles verwenden kannst. Du hast bestimmt noch mehr Ideen. Und damit wird auch die Ausgestaltung innen an irgendeiner Stelle bei mir aufhören, weil ich mir sage, da hast du viel mehr Ideen. So, okay, einmal habe ich es so rum gemacht, dass das Köfferchen, gemeinsame Zeit ist die schönste. Ich mache es so auf, das kann man so hinstellen. Dann ist das hier vorne auch gleich die Schneekante und die Bären, die Eisbären, kriechen hier schon mal durch den Wald. Dann kannst du jetzt natürlich eine Geschichte überlegen. Irgendwann schneit es in meinem Wald. Dann taut es und ich denke, hier hinten gibt es dann bald die Geschenke, aber da bin ich noch nicht fertig geworden. Ist vielleicht auch eine Idee für dich, dass du einfach eine Geschichte daraus machst. Vielleicht ein Geschichtenbüchlein im Koffer. Oder eine Adventgeschichte. Ja, dir wird was einfallen. Heute, ich habe das ja nach vorne zu gearbeitet, das nächste arbeite ich zur Seite, weil ich einfach passendes Designerpapier gefunden habe, was ich dafür auch verwenden wollte. Wir basteln das jetzt aber Schritt für Schritt. Ich habe dann hier immer schon mal was vorbereitet, was wir dann übernehmen können. Aber so wie du es kennst, ein ausführliches Video zum Sonntag. Heute ist Sonntag, es gibt Käffchen auf dem Arbeitstisch. Ich habe hier diese Geschenkschachtel schon mal zurechtgelegt und während ich so erzähle, falte ich die einmal zusammen. Und du kannst dir sicher denken, wie schnell man dann eine passende, einfache Schachtel bastelt, die man einfach hier reinschiebt. Wenn dir das eine Schwierigkeit ist, dann kannst du mich durchaus anschreiben und wenn ich Zeit habe, schreibe ich dann mal Maße auf meinen Blog. So, alle Linien gefaltet, alle Kanten gefaltet. Ergibt sich eigentlich von selber. Diese zwei, links außen und rechts außen, klappe ich auch mal nach außen, damit ich das hier gut hochstellen kann, reinklappen kann, hier den rechten Winkel habe. Und auf der anderen Seite genauso. Hoch, rein, innen festklicken und soweit haben wir es. Und das hier vorne und dann passt das. Und jetzt ist der Moment, wo du überlegen kannst, setzt du Magnete an, machst du ein Bändchen drum. Reinstecken würde ich es nicht, müsstest es schmaler schneiden, dann kannst du es reinstecken. Ich fand es halt ganz witzig, dass ich das so, ich habe es auch mit und ohne Magnete gemacht, hier dann einfach reinschieben kann. Ich habe es auch ziemlich straff gebaut. Jetzt hätten wir einen Megakoffer in Überlänge. Okay, gut. Du verstehst, wie es geht. Ich nehme das mal beiseite und sage dir jetzt mal, was ich verwendet habe für Material. Da ich das Designerpapier aus der Reihe nehme, fand ich einfach das Vanille pur passender als den weißen Farbkarton. Werde jetzt hier aus 2 Blättern den Koffer außen, also die Banderole, basteln und die Seiten. So, meine Seiten sind alle 10 cm breit. Ich muss jetzt doch mal spickern. Da wir aber, wie ich ja eben schon gesagt habe, ein Quer basteln, ist die Seite also 7 cm. Schneide ich mir hier einen Streifen runter in 7 cm und da es dann quer rüber geht, gehen wir auf 10 cm.
Allerdings, kleine Ausnahme, da du ja weißt, das A4-Maß sind 29,7 cm, dann werden wir quer rüber wirklich nur auf 9,9 gehen. Machen wir gleich, den Streifen in 7 cm haben wir. Das andere Stück schneiden wir uns zu auf etwa 10,8 cm. Und das ganze Stück legen wir gleich quer an und legen unsere Falzlinien drauf. Ziehen wir schon mal das Beinchen raus. Ich falze hier drüben rechts ganz gerne die kleineren Maße. Jetzt sind es 2,7, da bin ich hier drüben bei 2,7. Die nächste Falzlinie bei 10,2. Die nächste bei 12,9. Eine weitere bei 20,4. Und die letzte bei 23,1, und das ist keine Falzlinie, sondern Tatsache, da schneiden wir das ab. Und jetzt hoffen wir, dass das stimmt, legen das erstmal beiseite und falzen uns das Ganze mal. So. Und du siehst schon, es wird ein schöner Koffer. Hier oben habe ich Tatsache gesagt, ich lasse das überlappen, genau eigentlich, weil ich finde einfach, dadurch klemmt das dann nicht, wenn ich dann mein Mini-Album in der Schachtel in die Hülle reinschiebe. Okay, so, das haben wir. Das andere Stück hatten wir auf 7 gekürzt, ein Streifen bleibt übrig, legen wir beiseite. Und ein zweites Stück nehmen wir jetzt, ein A4-Blatt, und werden es jetzt erstmal mit Falzlinien versehen. Und da hatte ich ja eben gesagt, 9,9 ist mein Maß, also gehe ich jetzt auf 9,9, gerade anlegen. Die zweite Linie ist bei 19,8, das sind dann auch wieder 9,9, und ich kürze das Blatt bei 21,5. Das ist auch ganz schön, ne? 21,5. Falzlinien haben wir, unsere Felder haben wir. Ich muss jetzt einmal gucken, manchmal tue ich was und dann stimmt es nicht, aber es stimmt. Es sind 21 in der Breite, also wissen wir können uns jetzt mal 7 cm runterschneiden. 7, nochmal 7 und dann bleiben auch 7 übrig. Wunderbar, haben wir, damit wir gucken, ob das Ganze stimmt. Wir brauchen noch das lange, richtig. Dieses hier hatten wir ja auf 7 geschnitten und falzen wir jetzt bei 9,9 und 19,8. Und dann müsste das letzte auch 9,9 sein. Jetzt alles gut falzen mit dem Falzbein. Schauen, dass es gut aufeinander liegt. Wir brauchen Klebeflächen zum Verbinden, das ist ganz gut. Das ist dieses kleine Stück hier drüben. Und das nächste, wenn deine Schneidelinien manchmal so hoch stehen, weil vielleicht deine Klinge schon nicht mehr ganz scharf ist, dann nimmst du das Falzbein und ziehst die Linie einfach flach. So, das wird weiter gefalzt, immer abwechselnd. Hiermit geht's los. Jetzt drehen wir es um und setzen unsere erste Klebefläche da an. Ich nehme da, wie du schon weißt, wahrscheinlich doppelseitiges Abreißklebeband. Du kannst es beliebig verlängern. Ich wollte mich jetzt auf 2 A4 Blätter beschränken. Ich habe in dem anderen Album Tatsache 12 Felder. Das heißt, auf der Rückseite haben wir dann nochmal 12. Das heißt, wir könnten einen Adventskalender draus machen. Und jetzt haben wir auch gleich Oktober. Wir haben Oktober, richtig. Das heißt, da kann man schon mal langsam drüber nachdenken mit der Sache mit den Adventskalendern, würde ich denken. So, schauen wir mal. Also, wäre dann die Titelseite und jetzt geht es der Reihe nach ran. Wir setzen die immer so aufeinander und das Ganze faltet sich, ich kenne das unter dem Begriff Leporello. Fand ich schon als Kind spannend. Erst fand ich den Begriff spannend und dann das, was man daraus machen kann. Und wenn sie erzählt und klebt, kann auch mal was schief gehen. Also wir legen hier drüben an die geschlossene Kante dieses Element, legen es genau drauf und dann müsste das gerade kleben. Das tut es auch. Beim nächsten passen wir mehr auf. Genau. Schutzfolie abziehen und schon wieder das nächste. Ich richte wieder hier an der geschlossenen Kante aus. Kannst du leichter machen, wirklich mit
Flüssigkleber, da kannst du besser richten. Klebt schon. Und das letzte kleben wir auch ran und da haben wir ein bisschen gepennt, weil wir hatten ja eben gesagt, wir brauchen noch eine Klebefläche. Die müssten wir jetzt auf die andere Seite setzen, aber da wir ja vorhin solche Sparfüchse waren mit unserem Papier, fehlt uns jetzt Tatsache eine Klebefläche. Macht aber nichts. Tun so, als sollte es so sein. Wir kleben die letzte Seite komplett rein. Dann haben wir so ein langes Leporello. Für mein Album reicht das auch. Ich setze das jetzt hier gleich rein und klebe das unten komplett fest. Wenn du willst, kannst du das Ganze jetzt noch verlängern. Nach vorne, Mitte, wie auch immer. Das hier wird jetzt meine komplette Klebefläche. Also könntest du es mit mehr Papier noch weiter verlängern. Okay, jetzt komme ich mal mit meinen Seiten. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Wenn die Felder jetzt 9,9 mal 7 cm sind, kommen meine Designerpapiere in den Maßen, kommt gleich, 7,5 oder 7,4 mal 6,5 mal 9,4 cm. Okay. Ich klebe jetzt von innen angefangen und du merkst schon, ich habe natürlich die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als an diesen Projekten überlegt und vorbereitet. Und dann kommt eine Nacht zwischendrin und am nächsten Tag weiß ich dann gar nicht mehr, welche Arbeitsschritte wollte ich im Video zeigen und was nicht. Ich fange jetzt einfach mal hier innen an. Das ist meine Klappe am Ende. So setzen wir das drauf. Hier kommen die Weihnachtsgeschenke hin, weil das Ganze wird eine Geschichte. Und davor setze ich jetzt, mal schauen, ob das funktioniert, die Beeren mit den Geschenken, die Richtung Weihnachten ziehen. Mal gucken, wie rum wir sie kleben. Ist doch immer wieder spannend, wie man das dann komplett vertauschen kann. Egal, so rum klebt das. Du siehst, kannst also wunderbar eins dieser Designerpapiere aus dem Paket nehmen und kannst hier eine Schneelandschaft aufkleben. Du kannst natürlich auch alles stempeln und vielleicht zwischendurch auch mal wieder ein Feld lassen für einen Text. Und das machen wir auch. Wir schieben das Ganze also noch ein Stück weiter nach rechts. Du merkst schon, das entsteht jetzt hier im Ganzen drin. Und ich habe mir gesagt, 30 Minuten schaffst du, dein Album mit mir zu basteln. Und ich bastel meins und mal sehen, wie weit wir dann fertig sind. Die Grundform steht ja schon, der Koffer wird gleich abgearbeitet. Und wir schauen mal, ob wir es nach vorne noch verlängern, an welcher Stelle ich dann sage. Und ab jetzt sieh zu, wie du es fertig bekommst. Okay, ich setze hier noch ein Feld hin in Farbkarton, auch in den Maßen 6,5 mal 9,5 oder 9,4, je nachdem, wie passend du die Mattung haben möchtest. Weißt ja, ich bin hier auf 9,9 gegangen. Ich erzähle mal zwischendurch bei dem anderen Album, was man so nach vorne falten kann. Da bin ich Tatsache auf 7 mal 10 bei den Feldern gegangen. Hier habe ich einfach ein wenig kleiner gearbeitet, um das rationell aus dem A4-Blatt gut rauszubekommen. Das Stück, was wir hier vorne abgeschnitten haben, würde auch nochmal 2 Felder ergeben, vorhin an der Länge. Problem ist nur, dass uns dann schon wieder eine Klebefläche fehlt, aber das werden wir uns gleich abarbeiten. Also, da sage ich mal, da bist du bestimmt Bastler genug, oft genug gemacht, da hast du Ideen ohne Ende, wie man das weiter gestalten kann. So, die Bärchen ziehen also jetzt mit den Geschenken Richtung Weihnachten. Ja, ich wollte halt hier überall schon das Doppelseitige drauf haben. Das habe ich bei dem anderen Musteralbum natürlich schon vorbereitet gehabt, aber hier ist mir das irgendwie weggerutscht. Ich bin ja schon gespannt, was Annalena heute zeigt. Ich weiß gar nicht, haben wir uns schon abgesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Ich vergesse immer so viele Sachen oder bringe sie durcheinander. Also nimm mir das nicht übel. Ich bin jedenfalls gespannt, was es da gibt. So, wir haben hier Schnee ohne Ende, aber wir haben auch Pakete, Geschenke. Also kleben wir erstmal dieses mit dem Geschenk hier noch zwischen.
könnten überlegen, ob wir schon wieder einen Farbkarton setzen. Ich denke mal drüber nach. Ich sehe schon, dass ich mein Album länger machen möchte, mein Leporello. Am Ende ist nämlich immer die Idee, ist jedes Mal so, dass ich denke, wenn ich 12 Felder habe, gibt es mit 24 einen Adventskalender. Und warum mal nicht so eine Sache entstehen lassen, so von wegen, wir machen eine Bärchengeschichte als Adventskalender. Jeden Tag geht es ein Stück weiter. So, jetzt haben wir das da reingeklebt. Du siehst schon, ich habe noch Fläche ohne Ende, also geht auch noch was. Auf der Rückseite könnte man dann auch die Texte schreiben, ist natürlich alles möglich. Ich setze hier mal, jetzt muss ich einmal durchzählen. 9 wären wir. Wir gucken mal, was wir da noch hinkriegen. Wir schauen mal. So, ja, Text oder nicht Text, das ist hier die Frage. Hier wird nochmal überlegt, ob sie sich, ja, wir machen jetzt nochmal so ein Textfeld zwischen. Vielleicht, ja, genau. Klebe ich die weißen, also die Elfenbeinfarben, die vanillepurfarbenen Felder nicht auf, weil wenn ich die bestemple, möchte man vielleicht die Möglichkeit haben, über den Rand hinaus zu stempeln. Was heißt, man klebt sie später erst ein. So. Du siehst schon, weiter geht das und man kann sich das sicher vorstellen, wie das sich hier weiterentwickelt. Vorne kommt wieder die nächste Gruppe an ganzem Streifen von 6,5 cm aus meinem Designerpapierbogen. Zum Glück gibt es hier mal wieder große Bögen und du siehst, ich muss jetzt schauen, in welche Richtung das Ganze läuft. Hier ist Ende, also kommt hier das nächste wieder ran und ich werde es in jedem Fall verlängern. Du siehst schon, ich werde das verlängern. Das ist vielleicht die Sache für den Sonntagnachmittag bei Regenwetter schon mal vorbereitet oder für den Fernsehabend. Diese Fleißarbeit mit dem Einkleben von diesen ganzen kleinen Feldern in 9,5 bzw. 9,4 mal 6,5 cm. Du erinnerst dich. Wenn ich die farbigen Felder in der gleichen Größe habe, brauche ich dann nochmal in Vanille pur die Felder zum Bestempeln, die dann nochmal in jede Richtung, also in beide Richtungen 5 mm kleiner sind und wir sind dann 9 mal 6 cm. Okay, das geht so weiter. Du siehst es, dann wird es hier vorne die Schneefelder kommen. Man kann sich auch schon eine Story überlegen. Genau. Ich lege die erstmal beiseite und verlängere nochmal. Jetzt ist es beschlossen, der Moment. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal eins, schneide mir hier Tatsache den Streifen runter bei 7 cm. Jetzt überlegst du schon, jetzt hat sie doch wieder keine Klebefläche, kommt, aber dafür zeige ich dir gleich nämlich den Rest. Also 7 cm, 9,9, 19,8. Und dann nimmt sie den Rest von hier drüben auch auf 7 cm. Und das wird jetzt unser Verbindungsstück. Das setzen wir in die eine Richtung. 1 cm, Schneideklinge weit weg. Dann gehen wir auf 10,9. Du erinnerst dich von wegen 9,9. 10,9 und dann schneiden wir bei 11,9 ab. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Das würde ich jetzt nämlich hier vorne zwischensetzen. Genau. Und dieses vorne rein. Und dann haben wir das ganze Teil elegant einmal verlängert. Hier liegen meine Abreißklebestreifen, die Schutzfolien rum. Irgendwie habe ich habe neu aufgeräumt. Ich räume regelmäßig auf, ahnst du schon. Aber irgendwie ist das Ergebnis noch nicht so, dass die Sachen da stehen, wo sie hingehören. Und deswegen muss ich mal schauen, wie ich das jetzt hier ransetze. Schon wieder einen kleinen, ich habe einen Denkfehler. Nee, sie hat einen Denkfehler, genau. Sie hat ja öfter Denkfehler. Manchmal ist es kein Problem mit den Denkfehlern, aber manchmal. Ich setze das jetzt so rum, habe das hier drauf und setze das hier ran. Passt.
ziehe das ein Stück rüber, einen kleinen Millimeter hier schieben und ziehen, genau. Und setze mein nächstes Element wieder von vorne ran. Hier drüben ist die geschlossene Kante. Die Klebefläche klebt an meinen Fingern. Tu so, als wäre nichts. Das heißt wieder spontanes Basteln. Das kennen wir aber schon. Haben das draufgeklebt und ich bin zufrieden. Hier drüben muss ich wirklich, ich habe mich etwas verklebt. Ich ziehe das nochmal ab. Der war nicht gut. Den setze ich nochmal direkt drauf. Und dann denke ich, ist es besser. Jetzt besser, jetzt viel besser. Genau, wir haben es. Okay, du siehst, die Landschaft klebt sich jetzt hier weiter. Wie viel Zeit habe ich noch? Okay, ich klebe noch ein, zwei Elemente und dann zeige ich dir, was ich dir unbedingt zeigen wollte, auch wenn ich es nicht mehr ganz genau weiß. Es waren Sachen, die, ja, sollten unbedingt kommen. Ach ja, ich wollte das Bärchen anziehen. Soll ich dir zeigen, wie wir das Bärchen anziehen? Kannst du natürlich wunderbar mit deiner künstlerischen Ader anmalen. Wenn du das nicht kannst oder nicht willst oder denkst, das geht nicht, dann ziehen wir das einfach mal anders an. Wir ziehen gleich mal ein Bärchen an. Ich habe mir übrigens ganz viele Bärchen schon gestempelt. Einmal in Weiß für mein weißes Buch und einmal in Vanille Pur für dieses Buch. Und manche haben auch schon einen Schal um. Ich dachte mir dann so, vielleicht mache ich eine Geschichte mit Familie Schal und Familie Mütze oder Familie Pullover. Ja, da wird sicher noch was gehen. Ich finde das ja auch ganz schön. Ja, heißt, wir machen jetzt erstmal noch ein blaues. Und dann, wie gesagt, die Story kommt später. Das Papier regt auch dazu an, dass man da eine Geschichte macht. Vielleicht zeige ich die im Dezember. Ist immer noch nicht so ganz klar, wie ich so meine Zeit verbringe, was wann geplant ist. Für jeden Monat stehen bei mir immer ganz viele Ideen drauf. Was es dann am Ende wird, entscheide ich dann kurz vorher. Aber ein Plan steht. Wenn es hilft, ein Plan steht. Dieses kleben wir noch und dann kann ich dir zeigen, wie das Leporello funktioniert. Ich setze das in mein Köfferchen rein, also in die Schachtel vom Köfferchen. Und dann klebe ich das Köfferchen und dekoriere ein Bärchen mit Pullover. Genau. Wenn ich es vergesse, schreib mir es im Kommentar. So, das Album in die Kiste, hier unten reingeklebt. Erste Seite. Wird dann etwas dicker, je nachdem, was wir draufkleben. Hier drin, hier siehst du, habe ich aus diesen tollen Erinnerungen und Lehrkarten einen Titel gemacht. Das werde ich hier auch als nächstes tun, aber jetzt kommt erstmal der Koffer. Also das beiseite. Für den Koffer habe ich mir schon Designerpapier zugeschnitten. Siehst schon, hier ist so eine richtige Kofferform entstanden. Hauptsache mir fliegt die Bärenstanze nicht um die Ohren. So, jetzt. Ein können wir kleben, noch ein können wir kleben und noch ein und oben aufkleben wir diesen. Schauen wir, dass wir alles richtig rumlegen, wobei das auch mit dem minimal egal ist, war der richtige Text. Bei Designerpapier hat man ja immer das Problem, dass man eine schöne Seite hat und noch eine schöne Seite und dann muss man überlegen, welche Seite brauche ich, welche lasse ich, welche nehme ich. Ja, hier habe ich mich jetzt für die andere entschieden. Ich fand sie auch noch einen Ticken schöner, ganz ehrlich. Wobei ich jetzt noch hier so nette kleine Tierchen überkleben muss. Also auch die könnten sich in meiner Geschichte im Buch nochmal mit reinschmuggeln. Notfalls schneide ich die aus. So, letztes Stück. Und dann kleben wir das alles einmal drauf und das Ganze zusammen. Schau jetzt mal, die Kante hier wird meine Zusammenklebekante. Setze ich auch schon drauf. Ja, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, merkt ihr auch schon, das ist der Boden. Dann möchte ich die Bäumchen so rumstehen haben, dass sie nach oben gucken. So viel Zeit muss schon sein. Für die Kofferstreifen reihum, für die Riemchen und sowas, habe ich mir zugeschnitten aus Farbkarton, in dem Fall hier dann aus marineblauem Farbkarton, einmal die ganze Länge Streifen vom A4 Blatt in 1 Zentimeter, und zwar das Ganze zweimal. Und für den Griff oben habe ich 1,5 cm gewählt. Doch, das passt noch
besser. Und ein Stück von 8 cm reicht da bereits. So, das Köfferchen wird fertig. Hier unten klebe ich jetzt mal ganz locker zu. Und wenn du dir sicher sein willst, dass das Ganze am Ende auch 100% in den gleichen Maßen ist, dann klappst du das hier einfach so rum. Legst das da drauf und die Hülle müsste gut klappen. So. Also gut passen war das richtige Wort. Jetzt schieben wir das hier oben rein. Schön straff, damit uns das Köfferchen auch nicht auffliegt. Das wird die Vorderseite. Von meinen Streifen habe ich schon gesprochen. Also 2 schmale mit 1 cm. Ich lege hier mal einen einfach drum, damit du siehst, wie ich mir das denke. Lass den hier oben enden, nehme meine Schere, schneide das ab, habe damit ein Maß und lege den zweiten genauso, indem ich den hier einmal anmesse und abschneide. Das müsste irgendwas so bei 22 cm sein. Diesen langen hier schneide ich auf 8 cm. So, und links und rechts brauche ich einen Falz bei 1 cm etwa. Das wird jetzt mein Köfferchengriff. So. Falze ich links und rechts rum. Jetzt falzen wir Falzbein. Einmal über das Falzbein gezogen und schon haben wir den Griff oben. Das kleben wir hier drauf. Ich mache das jetzt mal, indem ich auch hier schon natürlich alles fertig haben wollte. Habe ich aber nicht. Wir erinnern uns. So. Das ist dann das, wo man sagen muss, dauert jetzt etwas länger. Zweite Seite. So. Hier notfalls schneiden, wenn du das Gefühl hast, du reißt dir die ganze Klebefläche weg. Ich hatte das Gefühl, aber ich hatte jetzt keine Schere. So, dann ziehe ich die Schutzfolie ab. Und du siehst ja schon, ich habe hier so eine Eckengestaltung, die zeige ich dir auch noch gleich schnell. Ich fange hier oben an drauf zu legen, also nicht ganz an die Kante. Schaue, dass es gerade wird und klebe das hier so gut wie möglich bündig aufeinander. Naja, muss auch mal ein bisschen Opfer bringen. Andere Seite genauso, fange ich auch wieder hier an, schaue auf meinen Abstand, setze das hier einmal rum. Du kannst da ganz wunderbar mit Lineal arbeiten, Bleistift, kennst du ja, kannst du, musst du nicht. So, und dann habe ich mir ausgestanzt aus den Kreisen mit Büttenrand. Vorher auf Klebefolie aufgeklebt, auch das ist was ich öfter und gerne mache, 6 solche Kreise. Und die schneide ich jetzt einmal mittig auf. Wenn mir das zu groß ist, mache ich noch einen kleinen Schnitt ab. Brauche für eine Seite, dadurch, dass das immer um die Ecke geht, ich klebe die jetzt nicht alle, denke bloß nicht, klebe ich das jetzt hier an die Kante oben bündig auf. Und das mache ich vorn und hinten an diesen Kanten. Und dann nehme ich mir noch 2 Kreise. Die schneide ich kleiner Tatsache, weil die sind mir sonst von den Kanten her einfach zu groß, sonst überlappen die so. Und klebe die an den Rauszug. Rauszug ist auch ein schönes Wort. An das Element, an den Schub. Sieh es mir nach. Es rutschen hier einfach Wörter weg. Die waren mal vorhanden und die sind dann weg. Ich ziehe das hier hoch und klebe das Tatsache ganz genau auf die Ecke und dann ist das so eine getürkte Kofferecke. Ja, du siehst, also eine gelenkte Kofferecke. So, manchmal sagt man Wörter, die eigentlich vom Wortstamm überhaupt keinen Sinn mehr ergeben, aber irgendwann mal eine Metapher waren für. Ja, so kann ich das jetzt nur erklären. Sieh es mir nach. So, ich arbeite dran. Also das hier unten drauf und du siehst schon, wie das entsteht. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, kann ich dir das Bärchen nicht mehr anziehen. Ich ziehe dir das Bärchen nächste Woche an. Versprochen? Oder habe ich es schon angezogen im Video? Man weiß es nicht. Wie man ein Bärchen anzieht, zeige ich dir im nächsten Video. So, meine Geschichte wird jetzt fertig gemacht. Mein Köfferchen war ja nun kein Hexenwerk, keine Zauberei. Ging ganz schnell. Hier oben setze ich noch den Griff drauf. Ich klebe jetzt mein Köfferchen innen und außen fertig. Bin gut beschäftigt. Also mach dir keine Sorgen, dass mir mal langweilig werden würde. Wird sowieso nicht. Hier ist das Köfferchen. Ich habe jetzt die wirklich ein bisschen weiter auseinander geklebt, die Streifen.
Ja, lasse ich so, bin ich zufrieden. Läuft, das klebe ich fertig, hier geht's weiter. Und jetzt unbedingt zu Annalena schauen, zu ihrer Idee. Ich bin auch schon ganz gespannt. Und ansonsten bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich, deine Angela von der Stempelfamilie.